Hey, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fragrance Dog hier. Ja, der zweite Teil der ultimativen Beast Mode Düfte 2022 ist am Start. Gleich vorweg, es kommt auch noch Teil 3. Also freut euch. Ja, und für alle Neuen, die das erste Mal auf meinem Kanal sind, bleibt hier, weil, ja, guckt meine ganzen anderen Videos, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Duftfans seid, dann kommt ihr hier auf jeden Fall auf eure Kosten. So, fangen wir mal mit den ersten an. Den ersten Beast Mode. Hier geht es natürlich um Beast Mode über 10 Stunden Haltbarkeit und auch schon eine gute Silage. Und da fangen wir mit den ersten an. Ja, Armani Code Absolut. Ja, im ersten Teil, glaube ich, hatte ich natürlich den Profumo. Der gehört natürlich auch dazu. Aber der Absolut ist genau so stark, genauso gut. Hier nur mehr Vanille, mehr... Ja, süßer nicht, aber cremiger und einfach Vanille mehr und trotzdem ein geiler Duft. Vor allen Dingen für die Bars, für die Clubs ist dieser Duft ja geeignet und einfach pervers gut, muss man schon sagen. Und ich bin auch der Meinung, man muss gar nicht viel rumreden, Armani Code, die komplette Reihe ist nice. So, da muss man nicht drüber philosophieren und auch nicht irgendwie sich groß Gedanken machen. Diese ganzen Flanker sind nicht schlecht, es sind vielleicht nicht alle best, aber schon gut. Und das ist interessant und Armani Code Absolut gehört auf jeden Fall zu den Starken aus dieser Reihe. Sind nicht alle stark, aber Armani Code gehört, also der Absolut gehört mit zu den Guten neben den Profumo. Ja, sehr geil, wenn einer einen schönen Vanilleduft haben möchte. So, der nächste MFK Baccarat Rouge 540, das Eau de Parfum. Ja, das Eau de Parfum klebt bei mir auf den Klamotten und auf der Haut. Ich sage das immer, und ich muss es immer wieder wiederholen. Wenn ich diesen Duft trage, eine Woche später auf den Klamotten, 2 Wochen später, man hat diesen Duft einfach in der Nase. Das ist einfach metallisch, Zuckerwatte, süß natürlich. Dann wieder Zahnarztpraxis, ihr kennt die Geschichte, ich will sie jetzt nicht wiederholen, was ich immer so schön sage. Kirmes, Jahrmarkt, hier, das ist einfach alles und eine saustarke Haltbarkeit und auch Ausstrahlung. Diesen Duft könnt ihr aber nicht immer selber wahrnehmen. Hier ist auch Super E drin, das ist wie mit den Molekülendüften. Weiß nicht, ob das daran liegt. Auf jeden Fall könnt ihr den nicht immer selber wahrnehmen. Ihr könnt ihn noch sehr gut layern. Diesen Duft mit anderen Düften passt wirklich gut. Natürlich nicht zu jedem. Müsst ihr sehen, ne, wie das so passt. Aber dieser Duft ist genial. Das Eau de Parfum ist mehr auf, ja, kann auch eine Frau tragen. Viele Männer sagen, das ist mir zu feucht. Das Extract de Parfum ist besser. Ich finde beide sehr, sehr gut. Ich habe ja beide. Und der hier, brauchen wir gar nicht drüber reden, der hält bei mir, keine Ahnung, 15, 16, 17 Stunden. Das ist der absolute Wahnsinn und das Eau de Parfum gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist weniger Safran drin als im Extrait de Parfum, aber trotzdem sehr, sehr nice. Sehr cool, ja. So, der nächste, der auf jeden Fall über die 10 Stunden ausstrahlt, sag ich mal, und Power hat, ist ein Amave, und zwar Amave Niche Oud, ja. Oh. Oud cremig mit Vanille, richtig perfekt zusammengefügt. Und ich habe diesen Duft bei den Chinesen vor ein paar Jahren getragen, da wo man noch vernünftig essen gehen konnte. Und die Dame, die da arbeitet, hat schon 10 Meter bevor, also wirklich ungelogen, 10 Meter war ich von ihr weg. Da hat sie mich schon gerochen, hat gesagt, was riecht hier so, weil gleich vorweg, der Laden war, ich kam ganz am Anfang, kurz nach 17 Uhr und da war der Laden noch nicht voll, geschweige es war keiner drin. Wir kamen dann genau um die Uhrzeit und oh, absolut genial. Wer einen günstigen, und man muss mal gucken ab und zu, ich werde sehen, ob ich den verlinken kann, mal ist er wieder da, mal nicht, ne? Und richtig genial. Hier muss man zuschlagen, wer einen schönen dunklen Vanille-Oud-Duft haben möchte. Natürlich ist hier kein echtes Oud drin, aber wir müssen nicht immer philosophieren, ob echtes Oud drin ist, weil wenn ihr echtes Oud haben wollt, dann kostet ein Duft, ne, dann wird's teuer. So, ganz einfach. Aber hier sehr, sehr nice. Hält auf jeden Fall ewig. So, der nächste. Man muss dazu sagen, die halten bei mir
sehr lange, ne? Und natürlich auch mit Klamotten und überhaupt. Aber ihr wisst ja, Beast Mode Düfte erkennt man schon, man weiß ja, was Beast Mode Düfte sind. So. Und Full Incense von Montal gehört dazu. Der Weihrauch-Kärchenduft, für mich immer noch der beste Weihrauchduft. Sehr genial. Also da denkt man wirklich, man ist in der Kirche und ja, und er hält einfach ewig. Aber man muss ja auch über Montal seine Düfte, was die Haltbarkeit angeht, eigentlich überhaupt nicht reden, weil sie halten meistens immer an die 9 Stunden. Das ist Minimum. Und ja, hier ist man natürlich über 10 Stunden richtig schön, aber entspannt. Ne? Das ist hier, ihr werdet wahrgenommen, aber das ist hier nicht so übertrieben aufgeladen wie bei anderen Montal-Düften, zum Beispiel Chocolate Greedy oder was auch immer. Das sind natürlich noch heftigere Düfte, aber das ist ja bei einem Weihrauchduft auch nicht der Sinn, dass man, wenn ihr an einen vorbeigeht, dass ihr nach Kirche ohne Ende riecht, dass der umfällt oder gleich auf die Knie geht und betet. Nein, ihr sollt auf jeden Fall entspannt nach einem schönen Weihrauchduft riechen und das über Stunden. Das geht mit diesem Duft und die Haltbarkeit, wie gesagt, ist über 10 Stunden. Also wer wirklich Weihrauchdüfte mag, die wirklich nur auf Weihrauch aufgebaut sind, das ist ja das Schöne. Die meisten, die noch länger halten oder wo man sagt, der ist geiler, habe ich gerochen, komme ich jetzt nicht auf den Namen, was ich da testen sollte. Auf jeden Fall ist da zu viel Ud drin. Da geht das Weihrauch unter. Das ist hier nicht so. Hier ist Weihrauch. Es geht ja um einen richtigen Weihrauchduft. Montal, ja, sehr nice. So, und dann haben wir den nächsten. Ja, das ist lange mein Signaturduft gewesen. Ist immer noch mein Signaturduft. Ich habe mehrere, weil ich kann ihn nicht einfach wegnehmen als Lieblingsduft. Das geht einfach nicht. Und zwar Dior Homme Parfüm. Ja, Leder, Rose, cremig, Iris. Besser geht's gar nicht. Und der Sprüher ist, muss man gar nicht viel drücken und da kommt ja sofort was raus. Und wir haben es wieder. Dior ist einfach es ist mein Lieblingshaus, vor allen Dingen im Designerbereich logischerweise. Ne? Dazu gehört jetzt auch diese Privé-Line. Dior ist Dior, ne? Ist klar. Auch wenn es da unter Christian Dior fällt, aber das sind 16 Stunden auf die Fresse, richtig Power. Das ist ja immer noch die erste Version. Ich weiß jetzt nicht, ob der reformuliert worden ist. Und ich habe auch langsam, ich bin langsam müde, über die Reformulierung zu reden. Jedenfalls über alte, jetzt zum Beispiel 17 Rosso, was Neues, okay, da kann man drüber reden, weil der auch noch nicht so lange auf dem Markt ist. Aber hier, erste Auflage, die habe ich ganz am Anfang gekauft. Und den trägt man auch, den kann man auch nur tragen, wenn man, ja, wenn irgendwas Cooles ansteht. Natürlich kann man auch rausgehen mit denen, klar, aber Geburtstage und so weiter. In Hochzeiten geht dieser Duft. Auch Hochzeiten, ne? Ihr müsst ja nicht, also wenn ihr auf eine Hochzeit geht, wenn ihr selber heiratet, ist dieser Duft vielleicht, ja, da würde ich einen anderen nehmen. Ne? Nicht, dass das ist pervers gut, ne? Aber da würde ich dann schon einen anderen nehmen. Aber sonst, genialer Duft. Dazu noch ein bisschen seifig, so finde ich ihn auch, ein bisschen pudrig, seifig, stark, Rose, Leder, sehr geil. Also das ist einer der geilsten Düfte, die es überhaupt gibt. So, der nächste, der wirklich über die 12, 13 Stunden geht und richtig starke Ausstrahlung hat, ist ein Thierry Mugler. Rest in Peace an Thierry Mugler, der leider mit, ich glaube, 73 oder 74 Jahren vor kurzem verstorben ist. Sehr, sehr schade und sehr traurig natürlich auch. Und ja, jetzt habe ich natürlich einen Duft. Ich habe ja die Amen-Reihe, ihr wisst das, die habe ich ja letztens vor 2 Wochen, glaube ich, vorgestellt. Und ja, Pur Tonka ist ein Duft, der ja so genial ist und die Cappuccino-Note, der natürlich auf Patchouli aufgebaut. Ihr kennt das bei Thierry Mugler. Oh, ja, also das ist der beste Thierry Mugler-Duft neben Angel für die Dame. Damit fing das ja an, früher, wo ich jünger war, nicht mit den Düften, aber mit Thierry Mugler. Und da habe ich finde Angel immer noch nice, ne, als Eau de Parfüm. Und hier Tonka, dann Cappuccino. Und das ist so lecker hier, dieser Duft. Einer der geilsten Cappuccino-Düfte, die es auch gibt. Süßlich, richtig geil. 13, 14 Stunden Haltbarkeit. Absolut lange Ausstrahlung. Ich glaube 8, 9, ihr riecht den vor allen Dingen immer selber. Und ja, Pur Tonka. Und wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, natürlich werden diese Düfte weitergeführt, aber was da jetzt kommt, natürlich weiß man nicht. Ich weiß nicht, woran er gestorben ist, aber er hatte ja vorher schon verkauft. Vielleicht wusste er was und so weiter und so fort. Es sollte aber, glaube ich, ein Unfall
gewesen. Ich möchte auch hier nicht rumspekulieren, ist auch egal, auf jeden Fall. Es ist sehr schade, dass er nicht mehr unter uns ist und ja, sehr geiler Duft. So, der nächste, Roberto Ugolini Derby. Ja, Derby habe ich reingenommen, der hält wirklich so an die 10 Stunden, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Vielleicht nicht so, also doch, was heißt Beastmode in der Silage? Er ist schon stark, man nimmt ihn grundsätzlich wahr und er hält auch lange auf der Haut, deswegen ist er auch mit drin. Auf den Klamotten würde er länger halten, das ist hier würzig, krautdicht. Ich sage mal, das ist der kleine Bruder von Air Tiger von Marc Gebauer, weil der Air Tiger ist noch viel mehr auf die Fresse, der stärkste Duft in meiner Sammlung und ich habe ja nun einige Düfte und Fakt ist, dass hier könnt ihr mit essen gehen. Mit den Air Tiger kann man nicht wirklich essen gehen. So, also falls ihr essen gehen wollt noch und so weiter in der heutigen Zeit und so weiter, kann man ihn hier sehr, sehr gut benutzen. Hat ein ähnlich, also riecht wirklich sehr ähnlich. Kommt ja auch aus demselben Haus. Also ist schon, was heißt aus demselben Haus, war ja mit ein bisschen die Finger ins Spiel mit Herbert Stricker und so weiter. Aber Roberto Ugolini Derby gefällt mir wirklich sehr, sehr nice. Und das ist ein Duft, der, ja, wer krautig würzige Düfte mag, ist hier sehr, sehr gut aufgehoben. So, dann haben wir den nächsten. Und das ist Tiziana Terenzi und zwar Rosso Pompeii oder Pompeii. Und das ist ein genialer Duft, der auch mit Baccarat Rouge verglichen wird. Im Moment ist es ja so, dass alles mit Baccarat Rouge ist immer so geil. Es braucht ja nur einer irgendwie, der Sprüher hätte besser sein müssen. Kann natürlich sein, dass das nur bei mir so ist. Ich finde jetzt nicht, dass der unbedingt mit hier Baccarat Rouge verglichen werden kann, muss. Eher dann wirklich auch das Estrade Parfüm, aber nicht den Eau de Parfum, nicht das Eau de Parfum, aber der hier ist viel, ja, fruchtiger, viel süßer vor allem, viel süßer auf die Fresse, wenn ja, mit Erba Pura auch, oder ja, mit Kirke irgendwie zu setzen, aber nicht jetzt wirklich mit Baccarat Rouge. Vielleicht ist das so ein Touch, der da drin mitspielt. Aber Rosso Pompeii ist richtig nice. Ist eigentlich, glaube ich, Pompeii ist ja eine Stadt in Thailand, glaube ich. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall schöner Flakon, sehr schöner Flakon. Schwerer, also der Deckel ist schwerer als der Flakon selbst und richtig nice. Und wer einen der hält ewig, und richtig sehr beliebt. Es kommt sehr, sehr gut an, kann auch von einer Dame getragen werden. Diese süße Blumigkeit, Fruchtigkeit, die hier drin ist schon sehr, sehr nice. So, dann haben wir tatsächlich, also bei mir ist er drin, ich weiß nicht, wie das bei euch, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ihn habt, wie er bei euch hält. Also Jean Paul Gaultier Scandal. Ja, Scandal hält bei mir einfach ewig. Ja, und darüber muss man nicht philosophieren und reden. Das ist ein süßer Duft mit übrigens guten Sprüher und oh ja, das ist einfach auf die Fresse. Erinnert ein bisschen an Le Beau von Jean Paul Gaultier auch. Oh, das ist süß, aber geil. Also wenn ihr was Süßes braucht, Date-Duft schlechthin und so weiter, hält ewig. Flakon muss man mögen, aber da gibt es schlechtere, weit schlechtere zum Beispiel. Sardig Voltaire, die schiefen Dinger, da kann man nicht wirklich festhalten. Hier, also das ist schon sehr nice, sehr gut gemacht. Scandal hält wirklich über 10 Stunden und hat lange eine sehr starke Ausstrahlung, ist aber eben einfach nur süß. Ein süß-fruchtiger Duft müsst ihr euch ungefähr, also sehr viel Frucht und einfach die Süße. Und ja, wenn ihr sowas sucht, dann holt euch einfach Scandal, wirklich. Er ist auch nicht schlecht. Das ist immer, bin das auch leid, oder ihr müsst auch nicht lesen, was zum Beispiel auf Parfumo manche schreiben, ja, die so und so nur denken, dass die Nischendüfte das Nonplusultra ist. Nischendüfte sind nicht nur das Nonplusultra. Deswegen ist das für alle Neuen hier nochmal, deswegen ist das Geile hier auf meinem Kanal. Das feiern ja auch viele. Man sollte Designer und Mainstream zeigen und nicht nur, oh ja, ich habe nur Nische, es geht einfach nur, das ist das Beste. Die anderen Düfte kann man vergessen, ich trage nur Nische. Was soll das, Alter? Warum? Bist du was Besseres? Nein, das ist nichts Besseres. Ich habe ich habe sehr viele Nischendüfte, die wirklich geil sind. Aber ich habe auch schon Nischendüfte gerochen, braucht man nicht. Guck mal, nur mal als Beispiel. Creed Aventus. Das ist ein Nischenduft, der in 100 ml in den USA, die aktuelle Version 400 € kostet. For what? For what? So ganz ehrlich.
Ihr wisst, dass ich Creed immer auseinandernehme, weil ich fand Creed wirklich gut. Aber das, was sie bringen und aktuell, das ist eine absolute Frechheit für den Preis. Und ich möchte gar nicht meinen Lieblingsduft in Royal Oud aktuell riechen. Ich habe noch die von 2014 oder 15 Version. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht mehr. Weil da wird mir wahrscheinlich übel werden. Und dann würde ich erst recht den Laden auseinandernehmen. Weil es kann nicht sein, dass man, ich nehme jetzt USA-Preise, ich weiß jetzt nicht, wie teuer Creed, der neue hier ist in 100 ml, aber da bist man auch bei 320 €, glaube ich, oder 50. Ganz ehrlich, für 5 Stunden Duft und nicht mehr rauchig angeblich und nicht mehr dies. Und dann wenn Leute dann, ja, der neue Batch ist besser, der neue Batch, ja, was? Ich kann mich darüber aufregen. Und das nennt man dann Nische. So. Es ist nicht immer alles gut, was nicht. Es ist auch sehr viel ähnlich. Die Designer gehen in eine andere Richtung, oft ähnlich, was einer macht. Und Nische gehen auch immer meistens in eine Richtung. Natürlich heben da sich welche raus und die ich habe, sind gut, gleich vorweg, weil immer viele sagen, ja, ich finde alles gut. Nein, ich finde die Düfte gut, die ich habe. Ich habe sie ja nun mal. Und ich gehe auch mit einem anderen Auge und irgendwie anders ran an einen Duft. Zum Beispiel, ich würde nie einen Duft, wie auch auf Parfume oft, eine 0 geben. Eine 0 ist Hundescheiß, das habe ich schon so oft gesagt. Wenn eine 0 gibt, ist ein Neider. Das gibt's gar nicht. Duft eine 0 zu geben, es ist absoluter Bullshit. Und deswegen mache ich das nicht. Und deswegen gebe ich jedem Duft eine Chance. Und nicht nur, das ist ja das Ding, man sprüht, Kopfnote. Ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst Profis das schon nicht mehr unterscheiden können. Die sprühen, ja, nicht gut. Ja, das ist die Kopfnote, Junge. Air Tiger. Mal weitermachen. Air Tiger, da haben wir ihn. Ne, Derby, da ist der große Bruder. So. Ne? Air Tiger, der stärkste Duft in meiner Sammlung. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, wie lange der hält und wie lange vor allen Dingen der ausstrahlt. Der strahlt wirklich so länger aus, als manche Düfte überhaupt halten. So lange strahlt er aus und die Haltbarkeit ist bombastisch. Ja, das muss man aber mögen, dieses wirklich krautige, dunkelkrautig, ölige. Aber der musste natürlich, klar, was heißt musste, der gehört hier rein. Ne, der ist auch ganz oben, da kann ich noch so viele Teile machen. Er ist auf Platz 1, wenn es danach geht. Ich mache hier ja jetzt keine Reihenfolge, das wäre zu schwierig. Das habe ich, glaube ich, mal letztes Jahr gemacht. Sucht mal in meiner ich glaube Beast Mode 2021, da habe ich das wirklich tatsächlich mal Top 15 und dann in der Reihenfolge gemacht. Das ist fast unmöglich schwer, ist einfach schwer. Hammergeil. Also da muss ich nicht so viel sagen, habe ich ja schon gemacht und ja. So, und der letzte Zoologist, Zoologic, wie auch immer, mit Rhinoceros, ja. Der ist auch so stark. Oh, das muss man mögen. Das sind eben noch Düfte, auch wenn das die neue Version, glaube ich, schon ist. Die alte kenne ich auch, die hat noch mehr Lakritz drin und noch mehr animalisch. Hier ist mehr Leder drin und so, aber die Haltbarkeit, oh, das ist so wahnsinnig. Und auch die Ausstrahlung, das muss man mögen, dieses heftige, dunkle, lakritzige Leder und dann auch ölig. Ja, so wie so eben so ein Nashorn ist, ne? Ist schon geil gemacht und das sind eben noch die Zoologist-Düfte, die ich einfach feier. Die neuen, ja, ich habe das Seepferdchen auch in 10 ml, diesmal erstmal, ist das erste Mal, wo ich sage bei Zoologist, er ist nicht schlecht, aber irgendwas fehlt mir da. Aber das muss ich noch weiter auseinandernehmen, bevor ich das dem mal vorstelle. Den muss ich öfters testen, aber das hier ist, wow, also Extrait de Parfüm, hält ewig, über 10 Stunden locker. Und den kannst du nicht einfach sprühen. Das ist wirklich saustark. Rhinoceros, Nashorn, wie auch immer. Ja, Leute, das war wieder die ultimativen Beast Mode Düfte 2022. Teil 3 kommt natürlich, also freut euch drauf, das ist noch nicht zu Ende. Und ja, dann macht's gut. Werdet Mitglied, freut mich oder würde mich natürlich freuen, wenn ihr zum Beispiel, aber viele fragen, was ist das? Ihr könnt Goldstatus nehmen, ihr könnt auch Platin-Status. Wenn ihr Platin-Status nehmt, dann kommt ihr oder werdet ihr genannt in Abspann am Ende des Videos mit Namen, ja, und so weiter und so fort. Das ist einfach, ihr unterstützt diesen Kanal und ich bin wirklich froh für die Leute, die da drin sind. Ne, vielen Dank dafür, die Hardcore-Fans. Und ja, dann bleibt gesund, ne? Und dann sehen wir uns bald wieder. Also schaltet beim nächsten Video ein. Fragrance Star.